Everyone has AIDS. AIDS, AIDS, AIDS. AIDS, 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 AIDS. Everyone has AIDS. Hallo ihr Lieben, da hat man uns in den letzten Jahrzehnten mit AIDS einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Ist AIDS eine unheilbare Krankheit, die wie ein Damoklesschwert jederzeit zuschlagen könnte? Oder ist AIDS eine erfundene Krankheit, bei der es um ganz andere Interessen geht? Sollte AIDS eine erfundene Krankheit sein, dann klingt das im ersten Augenblick unglaublich. Doch rund um die Krankheit AIDS gibt es so viele Widersprüche, dass ich mir mittlerweile nichts anderes mehr vorstellen kann. In diesem Video möchte ich euch die markantesten Widersprüche nennen, die ich herausgefunden habe. Zunächst ein Crashkurs, was der Unterschied von HIV und AIDS ist. HIV soll das Virus sein, das das Immunsystem schwächt. AIDS hingegen bezeichnet das Endstadium einer HIV-Infektion. Also aufgrund eines geschwächten Immunsystems durch das HIV-Virus ist der Körper nach Jahren so geschwächt, dass vermeintlich einfache Krankheiten zum Tode führen können. Und genau an dieser Stelle kommen wir zum ersten heftigen Widerspruch. Die Symptome von HIV-Patienten sind letztendlich alte bekannte Krankheiten. Ein HIV-positiver Mensch kann per Definition zum Beispiel nicht an Tuberkulose sterben. Es wird immer heißen, dass er an AIDS gestorben ist. Die neuen Seuchen haben auch keine neuen Krankheiten. Das sind alte Krankheiten in einem neuen Gewand. Wie zum Beispiel AIDS ist ein Sammelsurium von Krankheiten. 27 vorher bekannte Krankheiten werden heute AIDS genannt, wenn sie positiv auf diesen Antikörpertest reagieren. Und das war im Grunde mein Einstieg in die Sache. Ich war damals in der Uniklinik Kiel als Onkologe tätig und wir hatten dort viele Lymphom-Patienten, also Patienten mit Lymphdrüsenkrebs. Und dann hieß es eines Tages, dieser Patient hätte jetzt AIDS. Da sage ich, wieso hat der jetzt AIDS? Der hatte gestern noch Lymphdrüsenkrebs. Dann hieß es, ja, der hätte einen positiven HIV-Test. Da habe ich im Moment geschluckt, da habe ich gesagt, okay, dann ist das aber für mich jetzt keine neue Seuche in dem Sinne, sondern allenfalls die Seuche eines neuen Testes. Denn die klinischen Krankheitsbilder sind nicht anders. Klaus Köhnlein hat hier die Schlüsselfrage gestellt. Ist AIDS im Grunde genommen nur eine alte Krankheit im neuen Gewand? 1981 hieß AIDS noch GRID. Das ist die englische Abkürzung für schwulenbezogene Immunschwäche. In den ersten Jahren hatten viele schwule Amerikaner eine Lungenkrankheit und einige sind daran auch gestorben. Lange Zeit hatte man gegrübelt, woran die oftmals jungen Männer gestorben sind, obwohl die Ursache sehr naheliegend ist. Der Konsum von harten Drogen ist in den 70er und 80er Jahren regelrecht explodiert. Und in der schwulen Szene ist bis heute die Droge Poppers sehr beliebt. Die Toten der ersten AIDS-Generation sind also an den Kurz- und Langzeitfolgen von Partydrogen wie Poppers gestorben. Das hatten hunderte Ärzte bekannt gegeben. Es gab damals auch hunderte Ärzte und Virologen, die die offizielle AIDS-Theorie angezweifelt haben. Haben wir von den AIDS-kritischen Virologen jemals etwas in den Medien gehört? Wohl nur die wenigsten. Kommen wir zum nächsten Knüller. Es gibt viele Menschen, die einmal positiv und einmal negativ auf HIV getestet wurden. Das prominenteste Beispiel ist der amerikanische Schwergewichtsweltmeister Tommy Morrison. Er wurde 1996 positiv getestet und durfte deshalb nicht mehr in den Ring. Erst im Jahr 2007 durfte er wieder zurück in den Ring, als ein weiterer HIV-Test negativ ausfiel. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt von einer Frau, die auf HIV positiv und negativ getestet wurde. 1992 forderte mich ein Arzt auf, als Zeichen meiner sozialen Verantwortung einen HIV-Test zu machen. Und ich war schockiert, entsetzt und am Boden zerstört, als dieser Befund positiv war. Eine Woche später ging ich mit diesem Test zu einem AIDS-Spezialisten. Er schaute sich den Test an und sagte, das ist kein positiver Test. Ich weiß nicht, was dieser Test bedeutet. Also mache ich den Test noch einmal. Und diesmal kommt der Befund aus dem Labor zurück mit dem Vermerk unklar. Ich werde gefragt, ob ich 6 Wochen warten will, bevor ich den Test wiederhole oder ihn gleich nochmal mache. Ich entschied mich für gleich nochmal und der Befund war positiv. Neuer Versuch, negativ. Noch einmal, positiv. Und jetzt kommen wir zu den meiner Meinung nach heftigsten Punkt in diesem Video, nämlich zu den Bongui-Kriterien.
Da die AIDS-Tests in armen Gebieten Afrikas zu teuer waren, wurden dort im Jahr 1985 die Bangui-Kriterien eingeführt. Worum geht es genau bei den Bangui-Kriterien? Wer gewisse Kriterien erfüllt und mehrere Symptome hat, wie zum Beispiel Durchfall, Kraftlosigkeit, 10% Gewichtsverlust in einem Monat und so weiter, dem wird dann gesagt, dass er AIDS hat, ohne dass ein HIV-Test durchgeführt wird. Diese Kriterien reichen aus und ein Arzt in manchen Gebieten Afrikas kann die Diagnose AIDS erteilen. Das bedeutet, hat eine Person in Afrika, wo die Bangui-Kriterien gelten, gleichzeitig mehrere schon immer bekannte Krankheiten, dann wird der Krankheit einfach einen neuen Namen gegeben. AIDS. Und dementsprechend wird er auch anders behandelt und bekommt andere Medikamente. Leider kann ich euch nicht sagen, ob die Bangui-Kriterien immer noch verwendet werden. Ich habe dazu keinen Artikel gefunden. Tatsache ist aber, dass sie verwendet wurden. Dr. Christian Fjeller meint, dass viele Ärzte die Bangui-Definition missbrauchen. In der Zeit vor AIDS mussten wir zugeben, dass wir keine Diagnose haben und so konnten wir Hypothesen aufstellen. Aber heute machen es die Ärzte so, dass sie sagen, wenn wir nicht wissen, was ein Patient hat, dann muss es AIDS sein. Wir hatten Patienten mit denselben Leiden, die wir jetzt als AIDS definieren, schon bevor es AIDS gab. Menschen können also Tuberkulose haben und nicht HIV und trotzdem den Bangui-Kriterien entsprechen. Sie können Gewicht verlieren, TB haben und aussehen, als hätten sie AIDS, auch wenn sie es nicht haben. Wird diese Bangui-Definition heute noch angewendet? Ich bin ziemlich sicher, dass in vielen Teilen Afrikas, wo es keine oder sehr unzureichende Testmöglichkeiten gibt, diese Definition noch immer verwendet wird und ich wäre nicht überrascht, wenn sie auch in den ärmeren Gebieten Asiens angewendet würde. Ich gehe in diesem Video nur ganz kurz auf die abenteuerlichen Testverfahren ein. Wer mehr über den wissenschaftlichen Zirkus der HIV-Testverfahren wissen will, den empfehle ich die alles überragende AIDS-Dokumentation House of Numbers. In diesem Video geht es unter anderem darum, wie oft sich die führenden AIDS-Wissenschaftler gegenseitig widersprechen und wie praktisch jeder führende AIDS-Wissenschaftler eine andere Meinung zu den HIV-Tests hat. Ich möchte bei den Testverfahren nur auf einen Punkt eingehen. Wenn der erste HIV-Test positiv ausfällt, dann wird zur Sicherheit ein anderer, zweiter Test ausgeführt. Wenn der aber nun negativ sein sollte, dann soll ein drittes Testverfahren entscheiden, ob man denn nun HIV-positiv oder negativ ist. Das soll dann der Super-Duper-Test sein, der viel genauer ist als die anderen beiden Tests. Da frage ich mich jetzt, warum verwendet man nicht von vornherein das angeblich absolut genaue Testverfahren? Kann ich Sie was fragen, weil ich ein bisschen nervös bin? Okay. Es sieht so aus, wenn dieser hier jetzt positiv ist und dieser hier negativ, dann hängt mein Leben in der Schwebe und ist vom Ergebnis dieses Tests abhängig. Aber wie können wir wissen, dass dieser hier richtig ist, wenn diese beiden falsch waren? Bei diesem hier wurde mittels Prüfung festgestellt, dass er die richtigen Ergebnisse bringen wird. Oh, dann ist dieser hier genauer als diese beiden. Ja, so haben wir es gelernt. Warum verwenden wir dann nicht einfach gleich den genaueren? Und der Knüller ist, auf der Verpackungsbeilage eines Testverfahrens steht, zurzeit gibt es keinen anerkannten Standard, um die An- oder Abwesenheit von HIV-1 oder HIV-2-Antikörpern im menschlichen Blut festzustellen. Die Leute der ersten AIDS-Generation sind oftmals an den Folgen ihres exzessiven Drogenkonsums erkrankt und einige sind daran auch gestorben. Die meisten jedoch sind durch AZT gestorben. AZT ist ein hochtoxisches Medikament, das 1987 auf den Markt kam und seitdem AIDS-Patienten verabreicht wird. Die allermeisten Leute der zweiten AIDS-Generation hingegen waren vor ihrer AIDS-Diagnose völlig gesund. Die hatten keine schweren Drogen genommen und die waren auch nicht krank. Die haben sich oftmals nur einen AIDS-Test wegen der sozialen Verantwortung unterzogen. Also nur zur Sicherheit, um andere Leute nicht zu infizieren. Tja, und einige von diesen Personen wurden eben auch positiv getestet, obwohl sie völlig gesund waren. Und auch diese Leute sind nicht wegen AIDS, sondern wegen dem Medikament AZT gestorben. Ich zeige euch, was Menschen passiert ist, die AZT genommen haben. 1992, nachdem ich meinen ersten positiven Befund erhalten hatte, begann ich mich in der Organisation Women at Risk zu engagieren. Zu der Zeit waren wir 11 Frauen in der Gruppe. Alle nahmen die Medikamente.
außer 3 von uns. In diesen 1,5 Jahren meiner Tätigkeit bei Women at Risk starb jede von den Frauen, die die Medikamente genommen hatte. Jede, außer uns 3, die die Medikamente nicht nahmen. HIV-Medikamente. Wir waren mit Lindsay bei einer Ärztin an der Children's Medical Clinic. Sie gab uns ein Rezept für Retrovir-Sirup, also AZT. Es war so wichtig für uns, etwas zu bekommen, mit dem wir unserem Baby helfen konnten, dass wir uns in der Apotheke auf den Boden setzten und ihr ihre erste Dosis gaben. Kurz nachdem Lindsay mit den AZT-Behandlungen begonnen hatte, fingen die Nebenwirkungen an. Ihre Essgewohnheiten änderten sich, sie aß schlecht. Es war schwierig, mit ihr bei den Mahlzeiten zurechtzukommen. Und dann begannen die Beinkrämpfe. Die wurden immer schlimmer. Sie griff nach ihren Beinen und schrie. Sie kreischte mitten in der Nacht, als täte es nicht einfach nur weh, sondern es müssen wirklich schlimme Schmerzen gewesen sein. Es wurde einem ganz übel davon. Als wir zur Universität wechselten, wurde die Dosierung von AZT hinaufgesetzt und dann nahm sie kaum noch Gewicht zu. Die Ärzte versuchten, das irgendwie positiv hinzustellen, was für gute Fortschritte sie macht. Es waren hauptsächlich die T-Zellen, wo die Situation nicht immer positiv war. Ja, die T-Zellzahl verringerte sich und die Ärzte sagten, gut, vielleicht sollten wir die AZT-Dosis erhöhen, damit die T-Zellzahl wieder steigt. Wir sagten aber, es macht sie irgendwie krank, denn sie will nicht mehr essen. Und sie hat Beinkrämpfe. Und sie meinten, naja, es ist HIV. So läuft das eben. Das gehört alles dazu. Sobald wir zu dem Schluss gekommen waren, dass das Medikament das Problem verursachte, beschlossen wir es abzusetzen, egal was HIV bewirken würde. Wenn das bedeuten würde, dass sie die Nacht durchschlafen und 6 Monate lang glücklich sein konnte, das wäre es wert, anstatt 2 Jahre oder 12 Monate lang in Qualen zu leben. Nachdem wir AZT bei Lindsay abgesetzt hatten, nahm sie zu. Innerhalb weniger Tage verschwanden die Beinkrämpfe. Und körperlich schien es ihr recht gut zu gehen, aber sie war irgendwie verwirrt, sie war oft unruhig und verstört. Nach Auskunft der Ärzte änderte sich ihre Lebenserwartung dauernd. Als sie 2 Jahre alt war, hieß es, sie würde höchstens 5 werden. Und als sie älter und älter wurde, sagten sie, oh, sie könnte auch 7 werden. Ja, aber sie würde es sicher nicht in den zweistelligen Bereich schaffen. Ja, und so sah unser Leben damals aus. Obwohl Lindsay 22 Monate lang AZT bekommen hatte, erholte sie sich vollständig von den schädlichen Nebenwirkungen. Lindsay wird im Oktober 2009 19 Jahre alt. Was ich jetzt erwähne, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn den Menschen gesagt wird, dass sie HIV-positiv sind, obwohl sie völlig gesund sind, dann liegt ja der Verdacht nahe, dass man nur HIV bekommt, wenn man sich testen lässt. So nach dem Motto, erst testen, dann infizieren. Lange Zeit wurde prognostiziert, dass Afrika in naher Zukunft entvölkert sein könnte, weil AIDS die Menschen dort hinraffen lässt. Und obwohl die Anzahl von HIV-Infizierten seit 1990 offiziell rasant gestiegen ist, hat sich die Bevölkerungsanzahl in Afrika mehr als verdoppelt. In Afrika sollen mit 26 Millionen Menschen die mit Abstand meisten HIV-Infizierten leben. Was könnte der logische Grund dafür sein? Kann das vielleicht daran liegen, dass viele Leute dort aufgrund von mangelnder Ernährung oder verunreinigtem Trinkwasser viel häufiger krank werden und deshalb auch viel häufiger auf AIDS getestet werden? Südafrika ist das Land, wo die meisten Leute leben, die HIV-positiv getestet wurden. Dort kann man praktisch überall einen HIV-Test machen. Im Kiosk, beim Bahnhof oder in Einkaufszentren. Kennt ihr jemanden in Deutschland, der schon mal einen HIV-Test gemacht hat? Kann es sein, dass es in Deutschland nur so wenig HIV-Infizierte gibt, weil sich hier kaum einer testen lässt? Es ist eine ganz einfache Faustformel. Je mehr Leute sich testen lassen, desto mehr Leute werden auch positiv getestet. Weil es bei den Tests immer um Grenzwerte geht und es immer einen Teil der Bevölkerung geben wird, der die Grenzwerte nicht einhält, ob er nun gesund oder ungesund ist. Kommen wir zu der 3. AIDS-Generation. Das wird auch lustig. Die Leute der 3. AIDS-Generation haben eine deutlich höhere Lebenserwartung
als die Leute der ersten und zweiten AIDS-Generation. Das liegt ganz einfach daran, dass die heutigen HIV-Patienten Medikamente bekommen, die weniger giftig sind. Und das wird sogar offiziell zugegeben. So heißt es auf Wikipedia, da AZT heute in wesentlich geringeren Dosen verabreicht wird als zu Zeiten seiner Markteinführung, treten schwere Nebenwirkungen nur noch selten auf. Auf einer anderen Internetseite heißt es, in den Anfängen der AZT-Behandlung wurden wesentlich höhere Dosen verabreicht, als es heute der Fall ist. Üblich waren 400 Milligramm alle 4 Stunden, sogar nachts. Aus diesem Grund kamen schwere Nebenwirkungen, unter anderem Anämien vor. Moderne Behandlungspläne sehen geringere Dosen vor, die nur 2- bis 3-mal am Tag verabreicht werden. Außerdem wird AZT heute nahezu immer mit anderen Medikamenten kombiniert. Die positiv getesteten Leute nehmen ihr Leben lang Medikamente, die mehr schaden als nützen, in dem naiven Glauben, dass die Medikamente die Ausbreitung des HIV-Virus verhindert. Und wenn sie dann krank werden, denken sie, dass sie AIDS haben, obwohl es oftmals die Nebenwirkungen der Medikamente sind. Und jetzt wird's lustig. Der AIDS-Markt lässt sich immer was Neues einfallen. Auf der Internetseite der Deutschen AIDS-Hilfe wird ein Medikament vorgestellt, das PrEP heißt. Die Abkürzung heißt auf Deutsch übersetzt Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Und wie der Name es schon sagt, schützt das Medikament vor einer Übertragung von HIV, sodass ein HIV-Negativer kein HIV bekommen kann. Auch nicht beim ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also die Pharmaindustrie hat echt Fantasie. Sie erfinden eine Krankheit namens HIV-AIDS. Und dann erfinden sie ein Medikament, das jemanden vor einer Ansteckung der erfundenen Krankheit bewahren soll. Wie abgezockt ist das bitteschön? Aber damit nicht genug. Die Fantasie der Pharmazie kennt schließlich keine Grenzen. Auf der Internetseite der Deutschen AIDS-Hilfe heißt es, HIV ist unter Therapie nicht übertragbar, wobei hier Therapie ein anderes Wort für Medikamente ist. Doch wie wird es offiziell begründet, dass ein HIV-Positiver mit Medikamenten HIV nicht übertragen kann? Ganz einfach ausgedrückt wird das wie folgt begründet. Wer HIV hat, soll eine bestimmte Anzahl von Viren im Blut haben. Wie gesagt, bei den Tests geht es immer um irgendwelche Grenzwerte. Die Medikamente sorgen nun dafür, dass der Grenzwert unterschritten wird. Dann gilt das sogenannte N = N-Prinzip. Nicht nachweisbar ist gleich nicht übertragbar. Das bedeutet, wenn der Grenzwert durch die Medikamente unterschritten wird, soll sich das Virus auch nicht übertragen können. Und das war es. Es braucht nur der Grenzwert unterschritten werden und das ist dann der Beweis, dass HIV mit Einnahme der Medikamente nicht übertragen werden kann. Denn es gilt ja das Prinzip nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Dennoch muss der Patient ein Leben lang Medikamente einnehmen. Denn wenn mit dem Ausbleiben der Medikamente der Grenzwert wieder überschritten wird, soll sich das Virus wieder übertragen können. Also wer glaubt das? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass hier irgendwelche willkürliche, wissenschaftliche Grenzwerte festgesetzt werden, um den dauerhaften Einsatz von Medikamenten zu rechtfertigen? Die Kernfrage ist ja, ob es das HIV-Virus überhaupt gibt. Wenn es HIV nicht geben sollte, dann müsste es ja auch Paare geben, wo einer positiv getestet wurde und der Partner negativ getestet wurde, obwohl sie seit Jahren ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Und ja, solche Paare gibt es. Schauen wir uns doch mal ein Beispiel an. Sie haben normalen Sex mit Ihrem Mann? Ohne Kondom? Völlig normal, kein Kondom. Weil wir wissen, wenn man über AIDS gut informiert ist, lebt man. Ist man nicht informiert, stirbt man. Seit wann waren Sie infiziert gewesen? Seit 1985, praktisch seit dem Beginn von AIDS. 1985, das ist 24 Jahre her, seit sie mit dem AIDS-Virus infiziert wurde. Durch Tests bestätigt, ja, Sie sind positiv. Ja, Sie wurden krank. Aber sie lebt. Sie ist seit 3 Jahren verheiratet, hat normalen Sex mit ihrem Ehemann, welcher nicht infiziert wurde. Sie sagt, ich lebe, es geht mir gut. Ich bin keine Ausnahme oder ein seltener Fall. Der Unterschied ist nur, dass ich öffentlich darüber spreche. Es gibt auf der ganzen Welt Tausende wie mich, die die Medikamente abgesetzt haben. Heute wird AIDS in den Medien als relativ harmlos dargestellt oder als eine Krankheit, die nur schwer übertragbar ist. Und damit
kommen wir zum nächsten Widerspruch, und zwar die Übertragbarkeit. Generell soll bei der Übertragung nur ein Risiko bestehen, wenn Körperflüssigkeiten, die eine große Menge Viren enthalten, in den Körper gelangen. Also einerseits sollen Blut und Sperma das HIV-Virus übertragen. Andererseits soll Speichel, Schweiß, Tränenflüssigkeit und Urin das Virus nicht übertragen. Mit der Begründung, dass die HIV-Menge in den letztgenannten Flüssigkeiten nicht ausreicht. So weit, so seltsam. Und jetzt kommt's. Über Anal- und Vaginalsex soll sich das HIV-Virus übertragen. Aber es soll praktisch kein HIV-Risiko beim Oralverkehr geben. Die abenteuerliche Begründung dafür lautet wie folgt. Beim Sex sollen die jeweiligen Schleimhäute sehr empfindlich sein und sollen das Virus leicht aufnehmen können. Beim Oralverkehr hingegen soll das Übertragungsrisiko sehr gering sein, weil die Mundschleimhaut sehr stabil sei und nur wenig Viren aufnehmen soll. So. Ich möchte mit euch im Schnelldurchlauf die widersprüchlichsten Aussagen zu AIDS zusammenfassen. Die Symptome von AIDS sind alte, bekannte Krankheiten. Per Definition kann ein HIV-positiver Mensch zum Beispiel nicht an Tuberkulose sterben. Es gibt Leute, die positiv und negativ getestet wurden. Mancherorts in Afrika galten und gelten vielleicht bis heute noch die Bangui-Kriterien. Das heißt, ohne Labortest kann ein Patient die Diagnose AIDS erhalten. Es reicht aus, wenn er mehrere Symptome gleichzeitig hat. Die Testverfahren sind sehr zweifelhaft. Auf der Verpackungsbeilage steht, zurzeit gibt es keinen anerkannten Standard, um die An- oder Abwesenheit von HIV-1 oder HIV-2-Antikörpern im menschlichen Blut festzustellen. In der ersten AIDS-Generation waren oftmals drogensüchtige, schwule Männer tatsächlich krank. Sie starben oftmals an den Kurz- oder Langzeitfolgen ihres Drogenkonsums oder an AZT. Die Leute der zweiten AIDS-Generation waren oftmals völlig gesund. Es ist das hochgiftige Medikament AZT, an dem diese AIDS-Generation oftmals schon sehr früh gestorben ist. Auch die Leute der dritten AIDS-Generation sind oftmals völlig gesund und werden trotzdem positiv auf HIV getestet. Sie bekommen AZT oder kombinierte Medikamente verabreicht, die viel weniger Gift enthalten als früher. Deshalb haben die Leute der dritten AIDS-Generation eine viel höhere Lebenserwartung. Erst testen, dann infizieren. Erscheint so, dass es in den Ländern besonders viele AIDS-Fälle gibt, wo auch viel getestet wird. Da die Leute in Afrika aufgrund Hygiene, sauberes Wasser und Nahrungsmittelmängel viel häufiger krank werden, lassen sich die Leute auch öfter auf AIDS testen. AIDS-Medikamente müssen ein Leben lang eingenommen werden. Das deutet darauf hin, dass finanzielle Interessen im Vordergrund stehen. Es gibt sogar neue Medikamente, bei denen einerseits HIV-negative Menschen sich vor einer Ansteckung schützen lassen können und es soll andererseits Medikamente geben, bei denen HIV-positive Menschen andere Menschen nicht anstecken können. Es gibt Leute, die HIV-negativ sind, obwohl sie seit vielen Jahren Sex mit einem Partner haben, der HIV-positiv ist. Beim Sex soll sich das Virus sehr leicht übertragen können. Beim Oralverkehr hingegen nur sehr schwer. Schon klar. Also ihr Lieben, die ganzen Widersprüche deuten für mich darauf hin, dass AIDS eine erfundene Krankheit ist. Genießt also eure Intimstunden in vollen Zügen, ohne Angst vor AIDS. Die Frage, die wir uns jetzt am Ende stellen müssen, ist natürlich, wem nützt das? Wer profitiert davon? Und da habe ich zum ersten Mal afrikanische Ärzte gesprochen. Und die haben ganz klar gesagt, wir kriegen mehr Gelder, wenn wir den Patienten AIDS-Patienten nennen und nicht, wie wir vorher benannt haben, nämlich Tuberkulose-Patient oder Malaria-Patient. Und wir kriegen für den Tuberkulose- und Malaria-Patient eben sehr viel weniger. Und warum soll ich ihn denn nicht so nennen? Wie werden Regierungsgelder an die verschiedenen Staaten und Gemeinschaften verteilt? Je mehr AIDS es gibt, desto mehr Geld bekommt man. Genau. Die AIDS-Bosse haben ein persönliches Interesse daran, die Daten zu erhöhen und so hinzubiegen, dass ein möglichst schlechtes Szenario dabei herauskommt. Denn je schlechter die Situation ist, umso überzeugender sind die Forderungen nach Unterstützung. Fomento zitiert einen Gesprächspartner bei der WHO. Damals wussten wir, es sind mehr als 1 Million und weniger als 100 Millionen Infizierte. Dann nahmen wir eben die Zahl 10 Millionen.
Fomento weiter: Hohe Zahlen bringen mehr Aufmerksamkeit, bringen mehr Geld. Das Budget der WHO ist seit AIDS astronomisch gewachsen. Das amerikanische Gesundheitsministerium beschloss, dass von nun an nur noch AIDS-Forschung finanziert wird, die von der Annahme ausgeht, dass Robert Gallows Virus die Ursache ist. Amerika führt den Kampf gegen die Krankheit an und ich rufe Sie auf, unsere ursprüngliche Zusage für den Kampf gegen HIV-AIDS zu verdoppeln, indem wir für die nächsten 5 Jahre zusätzlich $30 Milliarden bewilligen.